War halt so damals, dass das kurzärmliche Trikot für mich noch langärmlich war. Aber Hauptsache war dabei. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dennis kocht. Heute machen wir mal einen One-Pot-Dish. Was heißt das? Wir brauchen nur eine Pfanne, um das ganze Gericht zu machen. Und mein heutiger Gast, Marius Wolf. Schön, dass du da bist. Freue mich, ey. Endlich können wir mal zusammen kochen, ja? Endlich koche ich mal, ja. Kochst du sonst gar nicht? Nee. Nee? Ganz wenig. Ganz wenig? Du gehst lieber essen. Ich gehe essen oder lass mich bekochen, ja. Ja, das ist auch ein richtiger Ansatz, ne? Wir machen heute einen One-Pot. Das heißt, man braucht nur eine Pfanne. Das ist eigentlich für zu Hause ganz cool. Und zwar machen wir ein Paella Milanese. Das heißt, wir haben ein wunderschönes Roastbeef. Das schneiden wir gleich ganz dünn, braten das an und dann packen wir Tomaten, Artischocken, Rucola, Olive, so ein bisschen mediterran. Hört sich gut an, ne? Und wir starten damit. Du kannst als erstes die Kirschtomaten fertig machen, weil das ein schnelles Gericht ist. Müssen wir die Zutaten alle parat haben, damit wir dann direkt loslegen können. Und zwar nehmen wir den ab, den Strunk, und dann halbieren wir die einmal so lang. Weil dann sehen die ein bisschen schöner aus, als wenn man die immer nur an dem Grünen so halbieren würde. Weißt du? Das ist immer so. Das ist nur Optik. Hat nichts mit dem Geschmack zu tun, okay, aber ist die Optik auf jeden Fall. Artischocken haben wir einmal frische. Wenn man die schält, bleibt da relativ wenig bei über. Und vor allen Dingen, es dauert echt lange, die zu garen. Man müsste die kochen und dann kann man die braten. Deswegen haben wir uns dazu entschieden, direkt fertige Artischockenböden zu nehmen. Und die viertel ich jetzt. Wie bist du eigentlich zum Fußball gekommen? Wann hast du angefangen, Fußball zu spielen? Wann? Mit 3 Jahren schon. Bei mir zu Hause im Dorfverein. Ja. Mit meinem Cousin, der ist 5 Jahre älter. Was heißt denn bei dir Dorf? Wo ist dein Dorf? Wo kommst du gebürtig her? Aus der Nähe von Coburg. Das ist ganz oben von Bayern, Ja. Oberfranken. Okay. Und quasi ein kleines Dorf neben Coburg. Ja. Wo mein Papa damals Trainer war, wie gesagt, mein Cousin mit seinen ganzen Jungs mitgespielt hat. Und ja, ich war eigentlich jeden Tag mit meinem Cousin, Ja. zu Hause auch. Und ja, da wollte ich halt natürlich unbedingt mit dem mitspielen. War halt so damals, dass das kurzärmliche Trikot für mich noch langärmlich war. Aber Hauptsache ich war dabei. Ja, das ist auch oft das Wichtigste. Dabei sein, ne? So ist es. So sieht's aus. So, das ist wunderbar. Jetzt nehmen wir das Fleisch. Und zwar kannst du das schön, so fingerdick, machst du 4 Tranchen. Fingerdick. Wie schneide ich das Fleisch eigentlich richtig? Das sieht gar nicht so schlecht aus. Also, du bist Rechtshänder auch, ne? Dann ist es einfacher, wenn du es packst, damit du es schön hast. Und dann einfach runterschneiden. Dann haben wir so schöne kleine Steaks. Sieht halt bei dir auch so einfach aus, ne? Ja, gut, das sieht ja bei dir auch einfach aus, wenn du einen Ball schießt. Ne? Da würde ich mir auch den Fußball brechen. Manchmal, ja. So, dann erhitzen wir die Pfanne hier. Da geben wir schon mal Vollgas. Hast du denn immer im Mittelfeld Abwehr gespielt? Oder wo fühlst du dich am wohlsten? Wo fing alles an? War das auch so auf dem Dorf? Erstmal Stürmer. Ja, genau. Ja? Und also ich war in der ganzen Jugend eigentlich Mittelstürmer bis und Zehner nur. Also nichts mit rechts außen, links außen. Vielleicht ab und zu mal gespielt, aber ja, selbst in der A-Jugend bei 1860 habe ich noch Mittelstürmer gespielt. Okay. Bin dann aber zu den Profis gekommen bei 1860 und dann eigentlich nur auf den Außenbahnen gespielt. Und dann, so wie der Verlauf war, mal rechts vorne, rechts hinten, links vorne, links hinten. Also in Frankfurt zwischenzeitlich auch mal im zentralen Mittelfeld. Okay. Ich glaube, ich habe schon alles außer Innenverteidiger gespielt. Krass. Also bist du Allzweckwaffe für uns. Flexibel, sag ich mal. Flexibel ist immer gut, ne? Wir braten das Fleisch einmal von beiden Seiten kurz scharf an. Kannst du die auch noch da reinlassen? Ja. Derweil nehmen wir die Oliven. Die können wir auch einmal so halbieren. Ja, die sind schon entkernt. Ja. Und das sind die schwarzen, sind Nocciola-Oliven. Die sind einfach viel, viel intensiver. Und die geben dem Gericht nochmal so eine eigene Note. Kochst du zu Hause auch noch? Ja. Wenn du jetzt quasi so viel kochst? Das kann Ja. für mich tatsächlich ein Teil von Entspannung, runterkommen. Kann schon schön sein. Aber manchmal gibt es auch nur Käse. Also das ist auch schon schön. Vor allem, wenn wir irgendwie so von auswärts wiederkommen. Ne? Ja. Und du hast wieder so mitten in der Nacht, aber irgendwie gefühlt hast du selber, obwohl du den ganzen Tag gekocht hast, nichts gegessen. Und dann packen wir eine Käseplatte aus und die werde ich manchmal schon erwartet zu Hause. Mit einem Glas Wein, ne? Das ist schön. Das macht dann schon Spaß auf jeden Fall. Ne? Sieht gut aus, ne? Ja,
Bis auf das Stück jetzt. So, das Fleisch haben wir jetzt von beiden Seiten kurz scharf angebraten. Weil es ja sehr dünn ist, zieht es schnell nach. Und weil wir das hier nicht durchhaben wollen, sondern es soll hinterher schon schön rosa sein, haben wir das jetzt rausgenommen. Jetzt schmeißen wir die Tomaten da rein. Komplett? Alle rein, genau. Und dazu die Zwiebeln. Und jetzt können wir so richtig cool die hin und her schwenken. Dann geben wir noch ein bisschen Olivenöl dran, damit die nicht so kleben. Oliven erst später? Die kommen gleich, genau. Dazu die Artischockenherzen. Und jetzt kannst du mal einen Schluck Rotwein da dran machen. Trinken? Ja, trinken. Hast du ein Tuch? Müssen ja heute nicht mehr, oder? Wie viel denn? Schön ablöschen. Was heißt denn schön? Ach so, ja. Mach mal. Ich sag Stopp. Das ist gut. Das lassen wir jetzt einmal kurz kochen, weil da geht es dabei, wenn man Rotwein für Soßen benutzt, dann versucht man immer die Säure ein bisschen rauszukriegen. Und die Säure kannst du verkochen. Also den Alkohol kochst du nicht so richtig weg, aber kriegst die Säure zumindest raus, damit das Ganze gleich rund wird. Jetzt kannst du die Oliven schon dazu packen. Sehr schön. Dann geben wir zu unserem Pott, ich habe hier Bratensoße, Jus, Kalbsjus, ja, die geben wir da rein, um die Soße ein bisschen zu verfeinern. Wenn ihr die jetzt natürlich nicht zu Hause im Kühlschrank habt, dann könnt ihr euch dabei helfen mit entweder, es gibt wie so Brühwürfel in Bratensoße, aber es gibt auch wirklich super gute, in Bio-Qualität fertige Bratensoße, die kann man einfach dazugeben. Ja, die ist dann ohne Konservierungsstoffe, ohne Geschmacksverstärker, sondern gute Brühe und Soße, um das Ganze ein bisschen dicker zu machen. Jetzt kannst du einmal locker durchrühren. Und jetzt geben wir das Fleisch einmal wieder in den Pott, damit das nochmal einfach oben drauf? heiß wird. Genau, einfach rein und so runterheben dann gleich. Damit es heiß wird und vor allen Dingen, damit es jetzt gar zieht. Was war für dich beruflich gesehen, also beim Fußball jetzt, das größte Erlebnis oder der größte Erfolg? Was würdest du sagen, was war so ein Ding, so das war der absolute Meilenstein? Oder? Also schon der Pokalsieg mit Frankfurt, Ja. muss ich sagen. Weil, ja, ich denke, mit Frankfurt kommt es nicht so häufig vor, dass du einen Titel gewinnst. Und dass du da zweimal ineinander sogar im Finale stehst und dann beim zweiten Mal noch gegen Bayern gewinnst, das war natürlich schon, ja, sage ich persönlich, der größte Erfolg. Und du hast ja auch gesagt, du hast Stürmer gespielt. Ne? Kannst du dich noch an dein allererstes Tor erinnern? Boah, nee. Nein? Das ist schwer. Ich habe gedacht, das wäre Also so... Profitor, ja, aber... Okay. Ja, okay. Was Profitor, war ja. das? Das war bei 1860 gegen St. Pauli. Mit dem Kopf sogar. Aber jetzt damals in der Jugend das erste Tor, habe ich zu viele Bälle an den Kopf bekommen. Ja. Das Ganze würzen wir jetzt nochmal mit Salz und Pfeffer. Und dann geben wir dem Ganzen nochmal eine Minute, damit es richtig auf Temperatur kommt. Und dann können wir das Ganze auch schon auf dem Teller anrichten. Dann ist schon fertig. Ja, das ist das Schöne, wenn du nur einen Pott brauchst. Und das ist eine Sache. Das ist ja ein Roastbeef, das kannst du ja kurz gebrannt machen. Das ist ja jetzt kein Schmorstück, deswegen zack, zack, grillen. Weißt du, was mich beim Kochen am meisten stört? Dass du gefühlt eine halbe Stunde in der Küche stehst, dann isst du 5 Minuten oder 7 und dann musst du alles aufräumen. Ja, das ist 5 tatsächlich... Minuten Genuss, stehst du so lange dann in der Küche. Das verfluchen wir manchmal, vor allem das Aufräumen. Das dauert ja teilweise noch länger als das Vorbereiten. Ne? Da gebe ich dir vollkommen recht. Aber hier haben wir nicht viel dreckig gemacht, deswegen passt das ganz gut. Ja? ist gut, ja. Was wäre denn für dich so die Number One, wenn du dir was wünschen könntest nach dem Spiel? Was wäre dein absolutes Favoritengericht? Nach dem Spiel, da bin ich eher immer so einfach, weißt du? So, weil man ist eh richtig kaputt und ich sag schon immer, eine schöne Pizza oder ein Burger oder ein Döner. Irgendwas, was schnell geht, wo dann passt auch so. einen zufrieden macht, ne? Sag ich mal so, kein Schnickschnack. Das ist wirklich das ist echt ein Phänomen. Ne? Also ich meine, Pizza ist immer auf Platz 1, egal wen ich frage. Wenn Ne? du schnell was isst und Ja, das kommt noch dazu. Jetzt machen wir noch ein bisschen frischen Pfeffer drauf.
Bisschen Rucola. Top. Und dann ein bisschen Olivenöl. Eins, oder? Tipptopp, oder? Parmigiano. Super lecker. Da fehlt wirklich nichts. So schnell und einfach kann Essen sein. Ein gutes Stück Fleisch mit Soße und Gemüse hat man auch alles, was man braucht. Für einen Abend genau das Richtige, ohne viel Kohlenhydrate. Marius, vielen Dank, dass du da warst. Hat mich gefreut. Hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und ich wünsche euch... Kann ich nur empfehlen. Das ist auch echt lecker. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachkochen. Macht's gut. Bis demnächst. Ciao.